Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Heute kümmern wir uns um den zweiten Teil des Pflanzenregal-Videos. Das erste hatte ich ja mit Aquarell gemalt. Und zwar malen wir, wie angekündigt, das gleiche nochmal mit Gouache. Wir machen das, um Wasserfarben und Gouache ein bisschen besser vergleichen zu können. Wir beginnen wieder damit, die Skizze auf ein dickeres Papier zu übertragen und die Konturen auszumalen. Ich benutze hier das granulierte Canson-Paper mit 250 Gramm. Ihr könnt alternativ auch Papier für Aquarell oder Acryl benutzen. Da man bei Gouache nicht so viel Wasser benutzt, muss das Papier nicht ganz so dick sein. Aber es sollte die Farbe natürlich trotzdem gut tragen und die Farbe aufnehmen können. Und das funktioniert leider nicht mit 80 Gramm Druckerpapier. Wie ihr seht, habe ich die Skizze schon vorbereitet. Heute ist es auch nicht schlimm, wenn man die Konturen noch sieht. Gouache wird wie Acryl deckend aufgetragen und die Linien verschwinden dann ganz einfach unter der Farbe. Man sollte vielleicht ein bisschen bei helleren Farben wie Gelb aufpassen. Da scheinen die Linien dann doch manchmal noch durch. Ich beginne damit, das Regal zu malen. Dafür benutze ich einfach die braune Gouache-Farbe, die mir zur Verfügung steht. Gouache kann man natürlich auch toll mischen, aber das sehen wir später bei den grün-gelben Farben für die Pflanzen. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Wie ihr seht, beginne ich damit, allem erstmal eine Grundfarbe zu geben. Später werde ich nochmal mit einem dunkleren Ton darüber malen, um den Schatten zu zeichnen, und mit einem helleren Ton für das Licht. Ich habe Gouache in meinem Studium kennen und lieben gelernt. Es ist ein tolles Medium, da es wie Aquarell wasservermalbar ist und man die trockene Farbe mit Wasser wieder lösen kann. Zudem kann man die Farben gut miteinander mischen und es ist im Gegensatz zu Aquarell deckend. Mit Gouache malt man von dunkel nach hell wie bei Acryl. Durch das Deckende kann man auch toll auf farbigem Hintergrund malen, zum Beispiel auf Schwarz, was einen schönen Effekt geben kann. Und da mein Studium schon ein paar Jahre her ist, sind meine Farben auch entsprechend alt und ein wenig eingetrocknet. Ich hatte sie ein paar Jahre unbenutzt stehen lassen, weil ich mich eher Aquarell und dem digitalen Zeichnen gewidmet habe. Mit dem Hintergedanken, dass ich die Gouache-Farben irgendwann wieder rausholen würde. Und tada, da sind wir! Wie gesagt, Gouache-Farben sind wasservermalbar, das heißt, ich kann mit meinen alten Farben immer noch malen. Kommen wir zu den Pflanzen. Wie ihr seht, habe ich hier viele verschiedene Grüntöne. Mit Schatten und Licht werden es natürlich noch mehr. Diese habe ich nicht alle als Farbton, sondern ich mische sie. Da hilft es, wenn man sich den Farbkreis nochmal anschaut. Gelb und Blau ergeben Grün. Je mehr Gelb man dazu mischt, desto heller wird es und mit mehr Blau wird es dunkler. Zudem kann man zu dem Grün noch etwas Weiß mischen und man hat einen weiteren Farbton oder etwas Braun und es geht in Richtung Olivgrün. Ich liebe es, Farben zu mischen und bin immer sehr gespannt, was herauskommt und wie es schlussendlich aussieht. Bei Aquarell liebe ich das genauso.
Lichter und Schatten werden dementsprechend mit Gelb oder Weiß und Blau oder Schwarz gemischt. Natürlich muss man sich vorher überlegen, von welcher Seite das Licht kommt, damit auch alles gleichmäßig ist. Schlussendlich male ich noch ein paar Details wie die Buchrücken, die Strukturen der Pflanzen und so weiter. Die Lichterkette male ich mit Buntstift. Das ist einfacher und passt trotzdem toll ins Bild. Die Lichter selber kann ich dann wieder mit Gouache malen. Und klar, wie bei Aquarell könnt ihr auch mit den Buntstiften noch ein paar Details hinzufügen, wenn das zu schwierig mit den Pinseln war. Das vereinfacht das Ganze und es sieht trotzdem sehr schön aus. Und als letztes gibt es natürlich den Vergleich mit Aquarell. Wie ihr seht, sehen beide Illustrationen toll aus. Das Aquarell hat etwas Leichteres und Verschwimmenderes, falls es dieses Wort überhaupt gibt. Das Gouache-Bild ist klarer, konturierter und etwas schwerer, da die Farbe eher matt und deckend ist. Was sagt ihr dazu? Welches Bild gefällt euch besser? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.